Ich bin ein Kind der 80er Jahre, wohlbehütet aufgewachsen im Grenzland, im nördlichen Waldviertel. Über die damals noch befestigte Systemgrenze zwischen Österreich und der damaligen Tschechoslowakei habe ich nur eine verschwommene Kindheitserinnerung. Meine Großeltern und ihre Vorfahren lebten schon immer hier im Grenzland. Mich selber beschäftigt das Thema Grenze schon mein halbes Leben lang. Die Staatsgrenze zwischen dem Waldviertel Südböhmen und Südmähren ist ungefähr 150 Kilometer lang. Sehr oft liegt der Grenzverlauf zwischen unseren beiden Ländern in waldreichen oder abgelegenen Gebieten. Nur der Ballungsraum České-Velenice-Gmünd ist die einzig nennenswerte Ausnahme. Seit dem Schengen-Beitritt Tschechiens im Jahre 2007 gibt es keine Grenzkontrollen mehr. Wie leben die Menschen hier mit einer Staatsgrenze, die zum Alltag geworden ist? Wobei sich aber doch von einem Tag auf den anderen alles ändern kann. Eine Grenze ist ein Ort, wo etwas aufhört und etwas anderes anfängt. Diese Differenzierung ermöglicht es erst, zwischen den beiden hin und her zu wechseln, die Grenze also zu überschreiten. Sie ist ein von Menschen gemachtes Konstrukt. Ein Bach oder ein Hügel werden erst durch unsere Festlegung zu einer Grenze. Grenzen sind somit verhandelbar und damit auch veränderbar. Jmenuji se Markéta Musilová, žiju v Nové Bystřici od narození a pracuji v Novobystrické knihovně jako knihovnice. A ráda jsem jezdila do Rakouska, protože hraju na Lesní roh a hrála jsem s městskou kapelou Heidenreichstein. Takže když slyším hranice, tak jsem ráda, že jsou otevřené, protože tomu tak vždycky nebylo. Když jsem byla malá, tak jsem to nevnímala, protože jsme jezdili k babičce na druhou stranu v Červené Lhotě, ale když jsem potom byla čím dál větší, tak jsem zjišťovala, že za hranicema žijou naši příbuzní a nemůžeme k ním jet. Takže proto jsem ráda, že teď můžeme jet kam chceme. Můj pan učitel, který mě učil na Lesní roh, hrál v rakouské kapele v Heidenreichsteinu a řekl mi, že bych tam mohla na Lesní roh hrát a vzal mě sebou. Jezdili jsme tam společně ještě s tubistou, moc se nám to líbilo, máme tam přátelé. Přes hranice jsme jezdili každý týden, takže jsme přitom byli vždycky kontrolou. Potom, když už jsem jezdila sama, protože pánové už nejezdili, kolegové už nejezdili, tak se stala jednou taková situace, že mě na hranicích kontrolovali. Měli jsme hrát v nějaké vesnici na přehrávkách a na těch hranicích mě kontrolovali díl, než bych potřebovala, neměla jsem už žádný čas a z Heidenreichsteinu mi kolegové ujeli a já jsem měla se s někým svíst a potom jsem nevěděla, kam mám jet na ten koncert, ale naštěstí jsem to našla a přijela jsem těsně před koncertem. Humorný zážitek na hranici. My jsme vždycky v kapele v Heidenreichsteinu měli generální zkoušku na velikonoční pondělí. A u nás na velikonoční pondělí je pomlázka a kluci mají pomlázku a vyplácí děvčata s tou pomlázkou. A přijela jsem na české hranice, na naší stranu a byl tam pan celník a musela jsem vystoupit z auto a dostala jsem vyplaceno s pomlázkou, měl takovou velikánskou dlouhou pomlázku, takže to bylo takový vtipný. Myslela jsem si, že se tomu vyhnu a nevyhla jsem se.
Tak to byl jeden zážitek, ono těch zážitků je víc. Jednou jsem jela na zkoušku a na hranicích se mě ptali, kam jedu a říkala jsem, že jedu hrát. A když jsem se podívala na sedadlo vedle mě, kde jsem vždycky vozila hornu, tak ta horna tam nebyla, takže jsem se musela otočit, musela jsem se vrátit zase domů, tak to jsou takový zážitky s hranicema. Když byl koronavirus, tak jsme potřebovali podepsat od našeho kolegy z Rakouska nějakou smlouvu. Měla být podepsaná během jednoho dne, ale hranice byly zavřené. On nesměl k nám a my jsme nesměli k němu, tak jsme se domluvili, že se sejdeme na hranicích, takže jsme nechali stát auta těsně před hranicí, přišli jsme přímo na čáru, pan starosta přišel k nám, podepsal nám potřebné dokumenty a jeli jsme zase zpátky. Takže tak jsme to vyřešili během koronaviru. Je vidět, jak ta hranice je křehká a měli bychom se vážit toho, že je otevřená, protože jsme teď právě během koronaviru viděli, jak rychle se ta hranice dá zavřít. Der Eiserne Vorhang beherrschte fast 40 Jahre lang das Grenzland. Er teilte eine vorher verbundene Region in zwei unterschiedliche Welten. Im Dezember 1989 wurde mit dem Abbau der Grenzanlagen zwischen Niederösterreich und der Tschechoslowakei begonnen. Im Grenzland war eine Euphorie zu spüren. Die Menschen besuchten sich wieder gegenseitig. Auch wurden neue Verbindungen geschaffen, wie beispielsweise der Grenzübergang Fratres-Slavonice im März 1991. Der Schengen-Beitritt von Tschechien im Jahre 2007 führte zum kompletten Wegfall der Grenzkontrollen. Wie schnell aber eine Grenze wieder geschlossen wird, zeigten die Entwicklungen während der Corona-Pandemie im März 2020. Mein Name ist einmal Christian Weig. Ich bin mit einem Standbein Lehrer in Litschau an der Mittelschule. Meine anderen Standbeine sind dann mehrere. Ich moderiere sehr viel, ich interessiere mich sehr viel, reise dadurch auch ziemlich durch die Gegend, schaue mir Sachen an, die mich interessieren und versuche die aufzubereiten und auch für andere Leute erfahrbar zu machen. Und dementsprechend muss ich das natürlich auch so machen, dass ich es hörbar oder sichtbar mache, und das mache ich entweder in Textform, indem ich schreibe, oder indem ich Podcasts zu den Themen mache, die mich halt interessieren. Wenn wir jetzt ganz konkret bleiben bei der politischen Grenze, ist das natürlich etwas, was da herum im Waldviertel wahnsinnig bestimmend ist, weil es über Jahrzehnte eigentlich sehr bestimmend war und das Leben sehr bestimmt hat, dadurch, dass es ja eigentlich wie eine Zunge war, die sich nach Tschechien hineingereckt hat und die halt dadurch fast ein bisschen abgestorben ist, weil sie so alleine im Nichts geschwebt ist und seit der Grenzöffnung das doch nachgelassen hat und auch einige Chancen ergriffen wurden, glaube ich, die eigentlich sich dann aufgetan haben, was aber sicher noch verbesserungswürdig ist, würde ich mal sagen. Also ich erlebe es eindeutig als Alltag. Es ist nichts, was irgendwo jetzt noch, glaube ich, im Bewusstsein der Leute groß da ist, dass man sagt, da ist jetzt die Grenze. Es gibt aber nach wie vor, glaube ich, ein Rüben wie drüben. Also es ist, nach wie vor hört man von vor allem älteren Leuten oft, naja, im Tschech kannst du nicht trauen und was weiß ich, und das kaufen wir nicht drüben, das kaufen wir bei uns. Oder da brauchst du nicht umfahren. Also das hört man schon noch immer wieder. Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube aber sehr wohl, dass die Zusammenarbeit und das gemeinsame Leben auch Schritt für Schritt nach wie vor noch im Wachsen ist und noch lange nicht das erreicht hat, was es mal erreichen wird. Das ist Alltag bei mir. Mich in der Grenzregion zu verirren, das gehört dazu. Nur, ich denke mal, wer sich nicht verirrt, der lernt auch immer nur das kennen, was er sowieso vorher geplant hat und ist nur dort, wo er geplanterweise unterwegs ist.
Und wenn ich mich verirre, sehe ich wenigstens ein paar Eckerln von der Welt, die ich sonst nicht gesehen hätte. Also insofern ist Verirren für mich was durchaus Positives. Das passt auch in der Grenzregion. Ich mache mir da keine Sorgen, dass ich da irgendwo verloren gehe. So mit 15, 16, 17 Jahren, wenn ich da über die Grenze gekommen bin, das war immer das große Abenteuer. Schwammerl suchen in Tschechien. War es natürlich super, waren die meisten Schwammerl nur oder Heidelbeeren oder sonstiges, aber es war natürlich immer dieser Kick dabei, dieser erwischen sie uns oder erwischen sie uns nicht. Ne? Das fällt halt leider ein bisschen weg. Ist ein bisschen ein morbides Eckerl da, weil dieses Achtung Staatsgrenze schon so hängt. Dahinter der weiße Stein fast unberührt seit Jahren da steht. Das ist halt für mich so ein bisschen ein Sinnbild von Grenze da in der Gegend, darum habe ich es auch vorgeschlagen, weil da einfach alles zusammenkommt. Also da haben wir, wie gesagt, 3 Male, die auf Grenze hindeuten. Also man vermutet schwer, dass das auch ein Grenzstein ist. Wissenschaftler haben so herausgefunden, dass er so ungefähr 500 Jahre alt sein dürfte. Die Zeichen drauf sind ein bisschen rätselhaft, darum interessiert er mich ja so. Man weiß noch nicht genau, was das jetzt wirklich bedeuten soll. Er ist wahrscheinlich immer gelegen, von der Form her nimmt man das an. Sind 2 Zeichen drauf, die halt Grenze irgendwie wahrscheinlich anzeigen. Ob das ein Herz, ein Dreieck, ein Pfeil, was auch immer ist, weiß man nicht genau. Das könnte entweder ein Rad sein oder eine sehr stilisierte Wappenrose der Wittigonen. Das ist ein Adelsgeschlecht, das da in der Gegend sehr viel Besitz hatte über Jahrhunderte hinweg. Weiß man nicht genau, aber es ist ziemlich sicher ein Grenzstein, weil die Grenze hier seit Jahrhunderten verläuft und nach wie vor, wie man sieht, verläuft. Und insofern finde ich einfach dieses Dreigestirn da ganz, ganz interessant und steht für mich quasi als Bild für Grenze. Wenn es irgendwelche Highlights gibt, wie Silvester und sonstiges, das drüben sehr schön gefeiert wird, das kennt man natürlich, klar, keine Frage. Und es gibt ja auch einige grenzübergreifende, vor allem kulturelle Projekte. Also insofern ist das Bewusstsein schon da, dass es auf der anderen Seite auch Wertvolles gibt und dass da auch Austausch stattfindet. Und ich glaube auch, dass die Bürgermeister von hüben wie drüben da sehr dahinter sind oder auch die Politik generell sehr dahinter ist, dass da was passiert. Aber natürlich, man könnte das Ganze noch ausweiten, keine Frage. Man könnte natürlich diese Grenze dadurch noch ein bisschen transparenter machen oder noch ein bisschen egalisieren, indem man einfach noch mehr Zusammenarbeit forciert. Das geht immer. Aber ich glaube, es passiert da schon relativ viel in die Richtung. Seit mehr als 15 Jahren gehören grenzüberschreitende Projekte zu meinem Alltag. Begonnen hat alles mit einer Freundschaft mit einem tschechischen Mitschüler in der Hagberthofen und dem gemeinsamen Interesse, in meinem Freundeskreis Konzerte und Partys zu veranstalten. Im Jahre 2007 wurde daher der Kulturverein Lepši gegründet und wir bespielten einige Jahre lang das Grenzland. In Zusammenarbeit mit Hudba proti rasismu und Radios auf tschechischer Seite und mit der Subotage Together und mit dem Přechody Übergänge Festival auf österreichischer Seite. Nachdem es rund um Lepši etwas ruhiger wurde, beschäftigte ich mich mit grenzüberschreitenden Videoprojekten. Der Dokumentarfilm Nachtaktiv – Jugendkultur in einer Grenzregion wagte 2012 einen kurzen Blick in die Szene nach Südböhmen. 2018 starteten die beiden Online-Magazine Tajatal TV und Slavonice TV eine Kooperation der Waldviertelakademie und dem Center for Future aus Slavonice. Und 2019 porträtierte ich 3 tschechische Künstlerinnen in der Kunstfabrik Groß-Siekatz anlässlich des Jubiläums 30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs. Herzlich willkommen im Berschlag. Mein Name ist Markus Hauser und wir leben jetzt seit 30 Jahren hier direkt an der Grenze beim nördlichsten Punkt Österreichs. Wir betreiben hier das Waldhotel Berschlag. Früher war das eine Kaserne, dazu war noch ein Dorf, Neumühl, welches nach 1945 geschleift wurde. Und eins der besonders wichtigen Exponate, die wir hier haben, ist hier der Stein der Republik, der von vielen Leuten aus ganz Tschechien besucht wird.
wenn man hier lebt, dann lernt man den Begriff Grenze ja aus verschiedensten Perspektiven kennen. Zuerst mal aus der Sicht von Leuten, die in den 20er, 30er Jahren hier gelebt haben, die einem erzählen, wie das Zusammenleben war von der tschechischen Seite mit der österreichischen Seite, wie von der österreichischen Seite Bauern hier rübergekommen sind in die Mühle. Hier war ein Gasthaus und wie selbstverständlich der Grenzverkehr war, eben dann unterbrochen durch den Zweiten Weltkrieg vor allem. Und nach 1945 ist er wieder komplett zugemacht worden ist hier. Und ich selber habe die Grenze dann erst nach 1989 hier kennengelernt, auch noch alles zu, Drähte überall und dann diese langsame, schrittweise Öffnung. Auch die Euphorie auf beiden Seiten, sowie auf der tschechischen wie auf der österreichischen Seite. Ich kann mich da erinnern, in den 90er Jahren traue ich mich zu behaupten, dass 4-mal mehr Gastwirtschaften und Geschäfte tschechisch-deutsche Karten gehabt haben und umgekehrt deutsch-tschechische, als das heute der Fall ist. Dann die komplette Öffnung und danach natürlich wieder das teilweise Schließen während der Krise 2015, dann Corona und dass dann die jungen Leute, also sage ich jetzt mal so ab Baujahr 2000, erst wieder das kennenlernen, was es bedeutet, dass die Grenze offen ist. Also diese Selbstverständlichkeit, dass man hier über einen Bach hüpfen kann. Ich glaube, die Österreicher und die Tschechen, die sind sich ja sowieso in Wirklichkeit viel näher, als der eine oder andere sich eingestehen würde. Also sowohl von der Mentalität her, wie auch von dem, was er gerne hat, was er gerne isst. Diese Ähnlichkeit ist da vorhanden. Und es ist oft ist das Verbindende meist eben mehr trennend als umgekehrt. Ja. Aber was bedeutet für mich die Grenze? Für mich ist die Grenze der Bach in der Landschaft und ich hoffe eigentlich nur jedes Jahr, dass er wieder Wasser führt. Ja. Mehr ist es für mich jetzt mit der Zeit nicht mehr. Das ist jetzt auch schon 15 Jahre her. Auf der gegenüberliegenden Seite ist das Rottal und dies war eigentlich der Weg vom Bärenschlag ins Rottal hinüber bis 1945. Also hier sind dann die Leiterwagen auch rübergefahren. Die Wälder, die wir hier sehen, die waren hier nicht. Hier waren vor allem Felder natürlich. Und nach dem Schengen-Beitritt Tschechiens war es dann möglich, zu Fuß hier über die Grenze zu gehen. Und dann hat der Erste, ich weiß jetzt gar nicht mal, wer das war, zuerst mal 2 Steine hingelegt. Der Nächste hat dann ein Brett drüber gelegt. Dann ist das Brett morsch geworden, dann waren es 2 Bretter, 3 Bretter. Und irgendwann habe ich dann den Herrn Bürgermeister in Hauptstadt gefragt, weil gegenüber ist Gemeindegebiet und hier auf Neubistritz auf der Seite ist auch Gemeindegebiet, weil das ist ja noch der alte Weg, ob ich hier eine Brücke bauen darf. Das wurde bejaht und dann ist damals die erste Brücke entstanden und ist super angenommen worden. Obwohl hier mitten im Wald und verlassen, also haben wir eine Zählung auch gemacht dieses Jahr im Sommer, es sind ein paar tausend Leute, die vor allem Radfahrer, die diese Brücke benutzen. Ja, weil die Grenze ist noch immer viel zu wenig durchlässig. Aber wenn man auf der Karte schaut, der offizielle Grenzübergang ist hier in Neubistritz und dann erst in Schlag. Ja, dazwischen sind so Mini-Grenzübergänge oder werden eben genutzt. Aber die Durchlässigkeit lässt noch zu wünschen übrig. Und das ist dann eigentlich so in der Mitte das ergänzende Stück für die Leute, die gerne dann sich den Weg dann abkürzen von Neubistritz nach Stankau. Im Grenzland ist es wichtig, es gibt ja hier wirklich viele sehr engagierte Leute und es ist eben oft so, was man sich nicht selber macht, das gibt es nicht. Dass man jetzt von außen wartet,
etwas erwartet, dass die Erlösung oder der Heilsbringer von außen kommt, das wird nicht passieren. Ja? Also da müssen die Leute hier schon selber etwas in die Hand nehmen, etwas machen, und wichtig ist eben die Kommunikation auch untereinander. Jmenuji se Tereza, bydlím v Jindřichově Hradci a vlastně každý den dojíždím do práce do Gasternu, kde pracuji ve firmě Propet jako kontrola kvality. Hodně často jezdíme po okolí na výlety do přírody, to je můj velký koníček, příroda. Jinak také na kole, jinak mě baví také gastronomie a posezení s přáteli. My jsme nikdy ani nikam za hranice moc nevyjížděli, takže co si pamatuju akorát jako dítě, že když jsme jeli jednou do Chorvatska, tak jsme vlastně čekali ještě tady na hranicích, tak to mohlo být před 17-18 lety. Pak se vlastně hranice otevřely úplně bez kontrol, tak to už byl ten pohyb volný, nicméně jezdila jsem tady na dětský tábor do Stálkova každý rok, což je vlastně blízko hranic, ale nikdy jako dítě mě nenapadlo, že jsem někde u hranic, že vlastně hnedka za rohem už je jiný stát. Pak jsem si našla práci v Rakousku, takže to už jsem se s těma hranicema setkávala denně, když to už bylo normálně otevřeno vlastně. Ta představa, že by se na hranicích něco kontrolovalo, to už vůbec nepřicházelo v úvahu, to už jsem si vůbec neuměla představit. Než samozřejmě přišel covid, takže s covidem začalo to všechno kontrolování. Pak nám vlastně zakázali úplně jezdit přes hranice, tak to už bylo takový nepředstavitelný vůbec stýkat se s rodinou. Přítele mám vlastně v Rakousku, takže tam bylo fakt rozhodování, jestli zůstanu radši doma, nebo jestli pojedu k němu, jak budeme jezdit do práce. To už pak bylo náročný hodně. Takže v podstatě, kdyby nebylo covidu, tak už státní hranice nevnímám. Už je to vlastně jenom otázka nějakého vyznačení území, což je třeba samozřejmě respektovat, ale jinak prostě v běžném životě, v mém každodenním světě to znamená přibrzdit, když projíždím, ale jinak už je nevnímám vůbec. Já jsem po škole vlastně odešla na rok do Německa. Tam jsem pracovala v jedné firmě ve výrobě, pak jsem se vrátila zpátky do Čech. Chtěla jsem si najít práci v Čechách, chtěla jsem zůstat v Hradci. Ale prostě nějak to nevyšlo, ty nabídky práce nebyly v tu dobu zrovna úplně to, co bych si představovala. Takže jsem prostě sedla na internet a začala jsem vyhledávat
prostě v Rakousku nějaký pracovní příležitosti, nějaký pracovní volný místa. Do Propetu jsem psala vlastně jednou v listopadu, tam nepřišla ani odpověď, pak jsem to zkusila ještě jednou v lednu a to už vyšlo. Tak jsem to prostě zkusila, nastoupila jsem. Začátek byl těžký, protože samozřejmě dialekt, to je úplně jiná němčina, to bylo pro mě hodně nový a hodně složitý, takže mi dost dlouho trvalo, než jsem se do toho dostala, než jsem začala rozumět aspoň základy. Takže vlastně ze začátku to nebylo úplně jednoduché. Nebavila jsem se s nikým, dělala jsem svoji práci, jezdila jsem tam prostě do práce, protože jsem musela. Ale to se časem změnilo a změnilo se to k dobrému. Tak mezi životem v pohraničí v Rakousku a v Česku si myslím, že je velký rozdíl. Minimálně teda mentalita lidí je jiná. Ne určitě v nějakém špatném smyslu, ale je tam velký rozdíl. Jinak je to možná v Rakousku takový spořádanější. Co mě mrzí, je teda až na pár výjimek, že se ty dva světy teda víc nepropojují. Že není třeba víc projektů Česko-Rakousko, co se týče třeba přírody, tak by se tam dalo určitě vymyslet víc věcí. Vzhledem k tomu, že ta hranice je vlastně jenom ta čára na té mapě. Bäume, Steine und Wasser sind wohl die hauptsächlichen Zutaten, die unsere Landschaft hier im Grenzland ausmachen. Sie sind nicht wegzudenken aus meinem Leben. Wann immer es geht, bin ich draußen unterwegs und dokumentiere die Vielfalt der Landschaften. Doch auch unsere Landschaft kann sich nicht abschotten von den globalen Entwicklungen. Die Klimakrise zeigt sich auch im Grenzland, bereits durch Wetterextreme, Dürren und den Borkenkäfer. Ganze Landstriche sind nicht wieder zu erkennen. Dobrý den, ahoj, jmenuji se Petr Pokovba, narodil jsem se v Jindřichově Hradci a žiju tam vlastně od narození. Moje kořeny sahají ale také na Českomoravskou Vysočinu a až do oblasti zakarpatské Ukrajiny, odkud pochází můj děda. Jsem autor na poli hudebním, filmovém a literárním a myslím si, že ve všem, co dělám, se nějakým způsobem projevuje krajina, odkud pocházím. Později, o nějakých třeba 10-15 let, jsem začal do této krajiny Novobystřicka chodit sám a krajiny, která náleží, to znamená oblast Ličau, Haušlágu, Rheingers, Heiderensteinu. Začal poznávat, začal chápat tu krajinu a uvědomovat si, že tam vlastně žádná hranice z pohledu krajiny není. Před třeba 5 lety jsem si uvědomil při jedné z těchto cest poblíž Grossradischen a Neumühle, že se mi v hlavě, co si změnilo, ta hranice se rozplynula a já jsem si uvědomil, že ta krajina je jednotící prvek, který se nachází v jakém smyslu nad těmi rozděleními
A proto vlastně i film, který jsme letos společně s kolegy, s českými filmaři Ondrou Pumprem, Petrem Milošem a rakouským kolegou Kristianem Fabiganem dali dohromady, se jmenuje Jedna země, jeden domov. V době, kdy jsem hrával s jindřichovareckou skupinou Jen tak na kytaru, tak jsme jezdívali díky tehdejšímu řediteli gymnázia Miroslavu Okáčovi, který se také podílel velmi na životě společenském a kulturním a politickém Jindřichova Hradce. Jezdívali jsme hodně hrát také do Rakouska v rámci partnerských výměn a podobně. A to si myslím, že byla skvělá doba v tom potkávat skutečné reálné lidi. Nejenom sedět u knížek nebo si představovat, jak to tam asi je, ale potkávat skutečné lidi, a to si myslím, že je věc, kterou bych vlastně i v tom svém osobním přístupu ještě více rozšířil. Více potkávat, více tvořit společně, protože zkrátka na základě nějaké zkušenosti, nějakého prožitku se přirozeně jakékoliv hranice překračují. Třeba, že se ctí ta lokálnost a každá specifičnost té které země. Co se týká tudíž zaměření třeba médií na toto téma přeshraniční, že by někdo měl nějakým způsobem toto za nás v uvozovkách řešit, myslím si, že je právě to o tom každodenním kontaktu lidí z obou stran hranice naprosto přirozeném, a přesně takovým způsobem si myslím, že by se mohlo pokračovat, navazovat přátelství, navazovat vztahy a nějakým způsobem přirozeně fungovat jako lidé. Krajina našeho pohraničí česko-rakouského je fantastická. Stačí se rozhlédnout a člověk, jakmile jednou se sem dostane, tak vytvoří si vztah velmi hluboký, protože tahle krajina má takovou moc. My jsme zažili tady mnoho zážitků, mnoho jsme prožili při objevování hranice. Pamatuju si třeba, že jsme s kamarádem Tomášem Slámou kdysi objevovali oblast kolem Rejcheřova a Romavy a jedeme a před námi se z těch cest zvedají do vzduchu stovky a stovky motýlů. Věc, kterou jsem už jinde potom vlastně nikdy nezažil. A celá řada dalších věcí vás potká, když putujete touto krajinou. Těžko sdělitelných, je to velmi hluboké a niterné, ale velmi reálné. In den Wäldern entlang der Grenze finden sich da und dort noch Überreste von Häusern und Höfen, von ehemaligen Dörfern, die zerstört wurden, da sie in der militärischen Sperrzone der Tschechoslowakei lagen. Wären sie nicht gewesen, die zerstörerischen Ideologien des 20. Jahrhunderts, wie würde das Grenzland heute aussehen?
Ich heiße Elisabeth Springer, ich lebe in Litschau, bin ursprünglich aus Wien, wie ganz viele in der Gegend, bin dann 1979 ins Waldviertel gekommen und verstehe mich inzwischen als Waldviertlerin, habe lange Zeit hier unterrichtet, ab dem Schuljahr 90/91 auch tschechische Schülerinnen und Schüler. Und aus dieser Arbeit und Zusammenarbeit hat sich ergeben die Plattform Together, die im Jahr 2000 gegründet wurde. Und Together hat sich entwickelt im Laufe der Jahre zu einer länderverbindenden Plattform, wo sehr viel Platz hat. Wir haben Theaterworkshops gehabt, wir haben sehr viel Musik gemacht, wir haben Graffiti-Workshops gemacht und sind ein künstlerischer Wanderzirkus eigentlich. Wir haben uns bewegt so von Drosendorf bis Noveradi und wieder zurück, auch weit ins Landesinnere mit verschiedensten Partnerschaften und betreiben das nach wie vor mit großem Vergnügen. In unserer Together-Arbeit verwende ich Grenze möglichst überhaupt nicht, weil ich so aus europäischer Sicht die Grenze kaum mehr wahrnehme. Die tödliche Grenze von hier ist Geschichte, die hat sie verlegt an die Schengen-Grenze und ins Mittelmeer. Aber hier ist es für mich ziemlich bedeutungslos und ich verwende eher leutverbindend oder länderübergreifend. Ich fahre auch nie nach Tschechien, sondern ich fahre gezielt zu irgendjemandem ins Atelier oder zu einer Konferenz oder sonst was. Und finde es eigentlich sehr schön, dass außer diesen amtlichen Tafeln nichts mehr zu sehen ist. Ich bin ja noch an der geschlossenen Grenze entlang gefahren, von Litschau nach Gmünd in die Schule. Also das war mir noch sehr vertraut, diese verschiedenen Grenzziehungen, Wachtürme, Soldaten mit Hunden. Mit der Grenzöffnung war das blitzartig weg und eine große Euphorie eigentlich, dass die Grenze offen ist, hat sich sehr schnell verloren, leider Gottes. Von Anfang an zusammengearbeitet haben Institutionen mit gemeinsamem Interesse, also die Feuerwehren zum Beispiel, die in der Aufgabenstellung ja natürlich gleich waren und es logisch ist, einander zu Hilfe zu kommen. Sonst hat sich leider Gottes aus meiner Sicht sehr wenig getan. Es gibt einzelne Initiativen, ganz wichtig von der kulturellen Seite. Es gibt wirtschaftliche Zusammenarbeit Österreich-Tschechien, ganz wichtig, hochrangig. Es gibt wenig Zusammenarbeit oder aus meiner Sicht viel zu wenig Waldviertel-Tschechien. Es gibt immer noch ganz massive historische Vorurteile, zum Teil aus persönlichen ganz bösen Erinnerungen, zum Teil aus Informationsmangel, weil da viel zu wenig gesprochen wird über den unmittelbaren Nachbarn und die ungeheuren Möglichkeiten, die es da eigentlich gibt. Es fehlt eigentlich genau genommen an allem. Es gibt zu wenig Information, es gibt zu wenig Bereitschaft, geblieben ist manchmal eine riesengroße Wut, was in diesen über 30 Jahren eigentlich versäumt worden ist. Es gibt natürlich hochzuehrende Institutionen, Einzelpersonen, die sich wirklich einsetzen und all das muss sehr sorgfältig gepflegt werden. Und aus meiner Sicht ist immer noch das Wirkungsvollste, miteinander zu reden. Also wirklich Leute zu treffen, sprechen, gemeinsam irgendwas auf die Beine zu stellen.
Es haben ja unsere Partnerschaften zu den Landsteiner Legenden zum Beispiel oder zu Stars sind weiter bestanden, auch zu Corona-Zeiten. Mühsam zwar, aber und das besteht bis heute, diese Zusammenarbeit, diese sehr intensive ja auf mehreren Gebieten. Die fehlende Kenntnis der Sprache des Nachbarn ist auch eine Grenze für sich. Eine Grenze, die ich für mich versucht habe zu überwinden, aber daran gescheitert bin. Meine Tschechischkenntnisse sind noch immer blamabel. Was ist jeder von uns bereit zu geben, um das Gegenüber besser verstehen zu können? Protože mluvím česky, neumím úplně dobře německy. Byla to vždycky moje bariéra a učili jsme se ve škole. Měla jsem trošku výhodu, že moje babička mluvila německy, k nám mluvila česky, ale mluvila tak napůl německy, napůl česky. A velká výhoda pro mě byla, že jsem hrála s městskou kapelou Heinreichstein, protože tam jsem tam jsem tu řeč slyšela hodně a musela jsem ji rozumět. Weil wenn man über die Grenze fährt und man kommt irgendwo in ein Geschäft rein, man kommt in ein Lokal, die Leute können zumindest ein paar Brocken Deutsch und nicht nur, wenn sie im Tourismus beschäftigt sind, sondern generell. Ich glaube nicht, dass Tschechen die Erfahrung machen, wenn sie zu uns rüberkommen, dass großartig mit ihnen Tschechisch gesprochen wird, auch wenn es nur ein paar Brocken sind. Also da muss ich mir ja selber an der Nase nehmen. Ich habe mir vor vielen, vielen Jahren einen Tschechischkurs damals noch auf DVDs gekauft oder auf CDs, glaube ich sogar für den Computer. Er liegt original verpackt zu Hause. Also da muss ich mich selber an der Nase nehmen, obwohl ich ein ziemlicher Sprachenfan bin. Ich habe es nicht geschafft. Ich kann drüben ein bisschen bestellen, ich kann ein paar Wörter, aber so wie ich mir das vorstelle, dass ich gerne Tschechisch könnte, bin ich meilenweit, Lichtjahre weit entfernt davon. Já jsem se k němčině dostala už asi jako dítě, protože moje prababička byla vídaňačka. Tak možná tím to bude, že mi ta němčina docela jde. Učím se ji už odmala, už vlastně od základní školy. A jazyky patřily vždycky k mým oblíbeným předmětům. A tím, že jsem vlastně potom začala pracovat v Rakousku, tak jsem se začala postupně zlepšovat, protože mě to samozřejmě nutilo každý den se domlouvat německy. Pak jsem se našla i přítele vlastně v Rakousku, takže to už jsem musela mluvit německy i doma. Tím mě to zase víc nutilo se učit. Jo, co je trochu škoda, když přijedete do Rakouska, tak prostě češtinu neuslyšíte, nebo s češtinou se tady nedomluvíte. To jo, chápu, protože čeština je těžký jazyk. Nicméně jsem si vždycky myslela, že tady v pohraničí to nějak bude fungovat. Že ta čeština tady někde prostě bude slyšet. Otázka různých jazyků je samozřejmě vždy přítomná, pokud se člověk chce na něčem domluvit. Pro mladší generace je pravděpodobně asi takovou univerzální spojnicí angličtina. My v Jindřichově Hradci jsme na školách měli přirozeně volbu mezi angličtinou a němčinou, nebo bylo obojí. Myslím si, že zase to souvisí s tím, že pokud se budeme vzájemně více potkávat, více znát, tak pak ta chuť naučit se jazyk druhého bude zase nějakým způsobem přirozená a povede to zkrátka k tomu, že i do toho školního systému se nějakým způsobem oba jazyky dostanou, budou se více preferovat a prostě se snáze domluvíme a to je samozřejmě základní podmínka toho, aby mohl dobrý vztah dobře fungovat. Also Sprache wird ja bei uns immer noch in den allermeisten Fällen verwendet, die Verwertbarkeit. Kann ich das irgendwo nutzen? Und Tschechin
solange die Grenze zu war, war es nicht wirklich nutzbar im privaten Bereich. Nachher war das auch eher eine private Kenntnis, die man auch nicht wirklich bekannt gemacht hat oder vielleicht auch selber nicht hochgeschätzt hat. Und inzwischen zählt Tschechien ja immer noch zu diesen kleinen Sprachen mit relativ wenig Prestige. Im Grund eigentlich ein Riesenverlust, nicht die Sprache der Nachbarn zu können. Auf der tschechischen Seite wie auf der österreichischen Seite ist es wichtig, dass die Leute zumindest die Grundkenntnisse der anderen Sprache kennen, dass man wirklich vor allem in den Grenzorten wie auf der österreichischen, auf der tschechischen Seite Facebook-Beiträge, Zeitungen, Ortszeitungen, Kundmachungen zweisprachig macht. Wer es nicht will, muss es ja nicht lesen. Ich mache sowas im Kleinen natürlich, also für unseren Betrieb, aber auch bei meinen privaten Beiträgen mache ich das, wenn Orte oder Gemeinden etwas nur in ihrer Sprache machen und ich sehe das dann und den Beitrag übersetze ich in 2, 3 Sätzen jetzt ins Deutsche und ins Tschechische und poste ihn. Es erreicht jetzt nicht die Massen. Aber es ist zum Beispiel da auf dem Weihnachtsmarkt kommen dann 3, 4 Österreicher, die gesagt haben, na, wenn wir das nicht gelesen hätten, dann wären wir nicht nach Neubistritz, nach Tschechien gekommen. Wenn wir zurückblicken auf die letzten gemeinsamen Jahre der Geschichte des Grenzlands, woran sollen wir uns erinnern? Und was dürfen wir in der heutigen Zeit nicht vergessen? Já si myslím, že v současné době, 33 let po pádu železné opony, máme v krajině místa, která tuto éru připomínají, ať už speciálně vystavěná, či jsou přirozeně přítomna v této krajině, stejně jako třeba tady, kde se nacházíme v zaniklé vysídlené opuštěné obci Košťálkov na samé hranici česko-rakouské. Tak si myslím, že to téma je zpracované a je samozřejmě, myslím, důležité stále si jej připomínat, protože dokládá, ukazuje cosi o tom, jak fungují lidské společnosti. Je to může být velká lekce pro všechny časy, které teprve přicházejí. Pro nás to téma bylo, protože my jsme to ještě zažili. Zažili jsme tady dráty a rodiče nám říkali, že nesmíme chodit blízko k hranicím. Dnešní mladí by se o tom měli dozvědět, protože když vidíme, co se dneska děje ve světě, co se děje ohledně válek a všech těchto konfliktů, tak bychom si to měli připomínat a hlavně mladí by si to měli připomínat, aby o tom věděli, aby věděli, jaké to bylo a co by nás mohlo potkat, jak ta svoboda je křehká. Es ist ganz normal, dass die Leute wissen möchten, wo sie leben, wie es dort früher war, egal auf welcher Seite der Grenze. Wichtig ist, dass man irgendwelche persönlichen Ressentiments jetzt dort weglässt. Es braucht eben eine gewisse Zeit, damit man neutral in die Vergangenheit schauen kann. Unbelasteter. Ja? Wenn man versteht, wie die Politik damals war, wie die Grenzen damals gezogen worden sind, dann versteht man die heutige Situation natürlich auch viel einfacher. Also es hat noch nie jemandem geschadet, sich Wissen anzueignen. Das ist das Erinnern wichtig an historische Gegebenheiten, an Personen, die irgendetwas von Bedeutung geleistet haben. Und ich nehme das persönlich als Basis. Es ist nicht wirklich ausreichend, einen Gedenkstein zu betrachten, sondern
es ist ganz wichtig, die Aktionen weiterzuziehen zu den Menschen, die jetzt leben und zu den Aktionen, die jetzt gesetzt werden und zu den Gesprächen, die jetzt geführt sind. Das ist mir das ganz grundlegend Wichtige, dass ich sage, na, was gibt es an zeitgenössischer Kunst, was gibt es an aktuellen Fragen, wie ticken die Nachbarn. Es gibt da den Weg des 20. Jahrhunderts, der genau diese Grenzregion thematisiert und die Geschichte der Grenzregion thematisiert, der wirklich ganz, ganz toll ist. Halt dann toll ist, wenn man gut zu Fuß oder gut zu Rad ist. Und es wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert, wenn das Ganze noch breiter bekannt würde oder noch weiter bekannt würde. Der ist sehr, sehr aussagekräftig, was jetzt die einzelnen Themen an der Grenze angeht, sei es die Geschichte, die jüngere Geschichte, die ältere Geschichte. Also man hat noch ganz, ganz vieles ohnehin gemacht. Das Problem ist, da sind wir wieder bei der Werbung oder beim Bewusstmachen. Das wäre zum Beispiel ein Thema, das medial wunderbar aufbereitet werden könnte, um hier die Leute auch herzubringen und einmal zu schauen, inwieweit interessiert die Menschen die Grenzregion überhaupt. To, co tu bylo, to se určitě nesmí zapomenout, i když to nebylo nic příjemného. Já sama už to nějak nevnímám, i když, jak říkám, je to určitě důležitý téma. Já jsem ráda, že teď je všechno tak, jak je, že si připomínáme už takovéhle věci jenom vlastně při některých příležitostech, jak říkám, aby se na ně nezapomnělo. Já osobně železnou oponu vlastně už nějak nevnímám, protože jsem to nezažila, ale určitě něco jsem si přečetla. Na YouTube vlastně se dá slídnout i pár dokumentů o tom jak to vypadalo, jak to probíhalo. To si myslím, že je zajímavý a že by každý se měl o to trochu zajímat. Přála bych si, aby Česká republika a Rakousko mělo tak hezké vztahy, jako já jsem měla vztahy třeba s muzikantama v Heinreichsteinu. Aby nežili jenom vedle sebe, ale aby žili společně. Ich sehe es auf alle Fälle deswegen wichtig, weil so eine Grenze ja nichts ist, was unwiederbringlich jetzt weg ist, sondern es kann uns ja jederzeit auch wieder passieren, dass Grenzen wieder hochgezogen werden, die schon verschwunden sind. Und einfach um bewusst zu machen, hey, Grenzen sind vielleicht nicht unbedingt das Nonplusultra des Zusammenlebens, um das jetzt einmal so auszudrücken, sondern es gäbe vielleicht bessere Möglichkeiten, sich zu verständigen als über Grenzen hinweg. Ich glaube, das ist ein Thema, das universell ist und das immer universell bleiben wird und das immer aktuell bleiben wird. Und dadurch, glaube ich, hat das immer Berechtigung, darauf einzugehen. Co bych si přála pro budoucnost je určitě to, aby se hranice už nikdy nezavíraly, aby si lidi navzájem pomáhali. Nechci říct ve válce, protože doufám, že válka brzo skončí, ať už je kdekoliv a jakkoliv blízko a že sem nepřijde. Taky bych si přála, aby lidi z pohraničí se víc propojili, chránili přírodu, kterou tady máme okolo, protože si myslím, že je nádherná a jedinečná. Die Zeit wird ja so schon schwer genug, also was die Handwerker betrifft, Fachkräfte, alles. Ja. Ich kann schon verstehen, dass das vielleicht vor ein paar Jahren noch oder vor nicht allzu langer Zeit diese Angst jetzt noch war und der Unterschied groß war, weil die Verdienstmöglichkeiten
wirklich sehr verschieden war, aber das passt sich ja mittlerweile schon alles Gott sei Dank an. Ja? Die Unterschiede sind noch da, die Unterschiede werden noch lange bleiben, das ist ganz klar, aber man muss nach vorne schauen, es wird besser. Ja? Und dadurch sage ich jetzt mal, dass wenn jetzt zwei Leute gemeinsam auf ein Bier gehen und das Bier kostet das Gleiche, ist es ja auch schon einfacher. Größere Offenheit, du hast die Neugier schon angesprochen, der Wunsch, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen. Nur sehe ich den derzeit überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Entwicklung geht in die ganz andere Richtung. Es sind insgesamt die Töne rauer geworden und es ist eher die Neigung, sich abzuschließen, statt aufzumachen und zu sagen, ha, was gibt's da? První roky, když člověk přecházel Rakousko-Česko, tak ten rozdíl byl velice patrný a zkrátka ta odlišnost byla vysoká, velká. V současné době a potom všem, co již bylo řečeno, je v určitém smyslu hranice zmizelá pro mě osobně. Zejména co se týká krajiny, co se týká lidí, tak si myslím, že je velmi důležité, že na obou těch stranách je velká rozmanitost v životech, v kultuře, ale současně to je rozmanitost, která může obohatit vzájemný vztah obou těch stran a je vlastně na jejím základě může vznikat nové věci, nové projekty, nová setkání, nová přátelství, zkrátka přirozený život lidí, kteří jsou sousedé. Das Grenzland. Ist das ein gemeinsamer Naturraum, der heute als das grüne Band bezeichnet wird? Oder ist es ein Rückzugsraum für Menschen und Tiere, die lieber etwas abseits und in Ruhe leben wollen? Oder ist es ein Ort der lebendigen Erinnerung für eine abwechslungsreiche gemeinsame Geschichte? Oder ist es nur ein Ort wie jeder andere, wo Menschen ihren Alltag verbringen? Es liegt an uns, was wir aus unserem Grenzland machen. Für mich ist es ein Ort der Begegnung, der Neugierde und des Austauschs. Für mich ist es kein Grenzland mehr, sondern eine gemeinsame Region, unsere Heimat.